Hallo, meine lieben Freunde der Astrologie. Heute geht es um Chiron im Zwilling oder Chiron im dritten Haus. Ich empfehle aber zuerst, dass du dir mein allgemeines Chiron-Video anschaust, welches du hier oben links anklicken kannst, oder du findest auch unten in der Beschreibung einen Link dazu. Also, wie ihr sicherlich wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meistens aus der Kindheit. Und gleichzeitig steht Chiron für deine größte Begabung. Also zuallererst nehmen wir Chiron als schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in deiner Psyche. Und bei der Chiron-Wunde im Zwilling oder im dritten Haus geht es um die Themen Kommunikation, Kontaktfähigkeit, Verständigung und auch Lernen. Man geht bei diesen Themen in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, dann kann auch leider die Begabung nicht zum Vorschein kommen. Daher ist der beste Umgang mit Chiron immer die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesem Bereich anzuerkennen. Bedenke, die besondere Empfindsamkeit wird immer bleiben, aber im Laufe des Lebens lernst du immer besser damit umzugehen. Also mit Chiron im Zwilling oder im dritten Haus hat man ein ambivalentes Verhältnis zu allem, was mit Wissen und Kommunikation zu tun hat. Du weißt um dein inneres Wissen und deine Weisheit, aber du hast ständig Zweifel, ob das, was du weißt und kennst, auch richtig ist. Obwohl du große Sehnsucht danach hast, anderen dein Wissen zu vermitteln, tust du es nicht, weil du zu große Angst hast, falsch verstanden zu werden oder dass du sogar gar nicht gehört wirst. Das beeinflusst auch deine Kontaktfähigkeit. Du wünschst dir Austausch mit anderen, schreckst aber gleichzeitig davor zurück. Menschen mit Chiron im Zwilling oder im dritten Haus reagieren sehr empfindlich auf alles, was mit dem Thema Wissen oder sich ausdrücken zu tun hat. Beim Sprechen zögerst du vielleicht, weil du einen zu hohen Anspruch an deine Aussprache hast. Oder im Kontakt mit anderen hast du das Gefühl, dass man dich ablehnt oder auch belächelt. Du reagierst vielleicht sehr heftig, wenn jemand deine Aussagen hinterfragt oder dich jemand einfach nur korrigiert. Dann hast du sofort das Gefühl des Versagens und rechnest vielleicht sogar mit verheerenden Folgen. Es reichen kleine Gesten wie ein Stirnrunzeln des Gegenübers und schon fühlst du dich kritisiert. Also, deine Form der Ausweichung ist folgende. Du versuchst äußere Umstände so präzise wie möglich wahrzunehmen und orientierst dich dann an ihnen. Du beobachtest viel und fragst dann auch oft nach. Du hältst dich an dem allgemein vorhandenen Wissen, fühlst dich damit aber unzufrieden, weil du dein wahres inneres Wissen einfach nicht teilst. Also, wie solltest du nun mit dieser Chiron-Wunde im Zwilling oder im dritten Haus umgehen? Der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Erkenne und akzeptiere dein vorhandenes inneres Wissen. Entschließe dich bewusst, die eigenen Gedanken nicht nur wahrzunehmen, sondern sie im Kontakt mit anderen zu äußern. Und mit der Zeit wird es dir immer leichter fallen, eigene Ideen klar zu kommunizieren und den Eingaben deines Geistes zu vertrauen. Es braucht jedoch auch Mut und Vertrauen, um dich mit deinem tiefen Wissen der Welt mitzuteilen. Sei achtsam, mit wem du in Kontakt trittst, damit du dich gut vor Verletzungen schützen kannst. Und wenn du das gelernt hast, dann kommt auch deine Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar hast du das Talent, andere Menschen darin zu bestärken, sich eigene Gedanken zu machen und diese dann auch zum Ausdruck zu bringen. Du schaffst es, das Wissen anderer sichtbar zu machen, deren Kenntnisse hervorzulocken und sie so in ihrem eigenen Denken und Kommunizieren zu unterstützen. Auch hast du die Gabe, vielschichtige Informationen in eine einfache Form zu bringen und komplexe Zusammenhänge so zu formulieren, dass sie für andere einfacher fassbar und auch verständlich werden. Diese wunderbare Gabe kannst du auch beruflich einsetzen, zum Beispiel als
Wissensvermittler jeglicher Art, als Lehrer oder Philosoph, aber auch in der Werbung oder in jeglicher Art von Medien, wie zum Beispiel YouTube, kannst du deine Gabe zeigen und dabei anderen ein Vorbild sein. Wenn du auch Chiron im Zwilling oder im dritten Haus hast, schreibe es mir doch unten in die Kommentare. Chiron wird im Leben besonders wichtig, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die allerwichtigste Chiron-Phase ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal stärker aktiviert, damit du nun auch wirklich heilen kannst und somit auch zu Weisheit gelangst. Natürlich wird man dann nochmal sehr stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen, sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Also ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Zwillinge-Energie geben und würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und dieses Video likest. Alles Liebe dir!